Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Und zwar, wäre es möglich, einen gemeinsamen transatlantischen digitalen Markt, also mit gemeinsamen rechtlichen Rahmenbedingungen, Rechten, Pflichten und Vorteilen für beide Unternehmen, also sowohl also für amerikanische und europäische Unternehmen? Was wir akzeptiert haben, ist sozusagen, dass eben ein Teil der GAFAs oder auch bei der Cloud im Grunde genommen das strukturelle Rückgrat der digitalen Wirtschaft in Europa sind. Das ist ja sozusagen auch also ich will nicht sagen Entgegenkommen, aber das ist ja ein Ausweis dafür, dass wir das als gemeinsamen digitalen Markt sehen. So, bei der Regulierung muss man ganz deutlich sagen, haben die Amerikaner eben sehr viel früher verstanden, um was es da überhaupt geht. Wir haben im Grunde genommen in den 2000ern in vielen Bereichen eine Regulierung geschaffen, die eigentlich quasi Monopole ermöglicht hat. So, das hat man jetzt langsam zurückgebildet. Aber ich glaube, gerade DSA und DMA werden zeigen, wie das schon bei der Privacy-Geschichte war. Das wird der gemeinsame Standard der Regulierung werden. Sie werden sehen, dass die Amerikaner sukzessive nach einigen wirklich dann auch sicher harten Verhandlungen. Aber wenn wir das im europäischen Binnenmarkt geregelt haben, dann werden die Amerikaner das in ihrer Gesetzgebung nachvollziehen. Und zwar auch deshalb, weil eben die europäische Gesetzgebung nicht darauf ausgerichtet ist, jetzt amerikanische Firmen zu stoppen oder sagen wir mal, das transatlantische Verhältnis per se zu belasten oder protektionistisch zu agieren, sondern zu sagen, das sind die Marktteilnehmer, das sind die Konsumenten auf der Welt von Amazon, von Facebook, von Google oder der großen Clouds auf dieser Welt. Und insofern wollen wir sozusagen das Verhältnis von Konsumentenrechten, von Plattformen, die Frage sozusagen der Wertschöpfung zwischen denen, die die Wertschöpfung schaffen und die Wertschöpfung schaffen durch Distribution. Das wollen wir sozusagen nach Marktkriterien als Rahmenbedingungen formulieren. Und sind diese Rahmenbedingungen plausibel, was ich persönlich glaube, wenn man sieht, was jetzt die ersten Vorlagen von der Europäischen Kommission sind, dann werden die aus der eigenen Logik heraus sich schlicht und einfach als die Rahmenbedingungen für den transatlantisch-digitalen Markt entwickeln. Und wie gesagt, ich will nicht drauf rumreiten, aber ich entsinne mich noch ganz genau, als meine amerikanischen Kollegen im Kongress sagen, also Privacy-Regulierung in Europa wird zu einem transatlantischen Wirtschaftskrieg führen. Wenn Sie heute ins Commerce Department gehen, also wir haben, wie gesagt, uns gerade mit dem neuen Appointment von Joe Biden, Undersecretary Hoff, da öffentlich sozusagen besprochen, halten die das inzwischen selber für den Gold Standard und haben gesagt, das ist außerordentlich plausibel. Sie sehen, das ist mehr oder weniger in die amerikanische Regulierung eingegangen. Also um die Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, in so einer Zeit, wo sicherlich die Trump-Administration, aber auch der eine oder andere in Europa so nochmal die Vorstellung von so antagonistischen Volkswirtschaften des 19. Jahrhunderts, die man abschotten kann und wo man im Grunde genommen sozusagen strategische, militärische und wirtschaftliche Ziele miteinander verbindet, das ist eine Illusion. Der transatlantische Markt ist ohnehin vorhanden. Wir müssen nur einfach klug sein, dass wir ihn nicht durch gegensätzliche Regulierung oder jahrelange Konflikte sozusagen in irgendeiner Weise behindern.